Willkommen in der Bastelgarage. Heute zu einer Ausgabe, und zwar geht es hier hinten um diese Wand. Dahinter habe ich ungefähr 30 cm tief und 60 cm hoch habe ich einen Hohlraum. Da war früher eine Ausziehleiter, guck mal hier oben, die war dahinter geklemmt. Geht aber mittlerweile nicht mehr, weil ich meine Garage umgeändert habe. Und zwar das Garagentor raus und dafür eine Tür und 2 Fenster rein. Aber nach dem Intro mehr. Meine Idee besteht jetzt darin, diesen Hohlraum da rein, und zwar ist er ja 30 cm breit und ca. 60 cm hoch, dahin eine Art Hängeschrank zu bauen. Aber keinen einfachen Hängeschrank, sondern eine Art Apothekerschrank oder mehrere Apothekenschränke, Ausziehteile. Und zwar soll aber dann die French Cleat erhalten werden. Also ich habe das noch nirgendwo gesehen. Ich denke mal, das ist was relativ Neues. Und zwar soll dann einfach zum Beispiel hier mein Schrank mit den Bohrern, Fräsern und so weiter. Das soll eine Tür geben. Das heißt, dass ich dieses Teil hier unten mit einem Griff rausziehen kann, habe dann hier vorne meine French Cleat und kann rechts und links reingreifen und etwas lagern. Und wie ich das baue, das zeige ich euch jetzt. Um mal die Idee umzusetzen, habe ich mir als erstes mal hier eine 15 mm dicke Siebdruckplatte, 2,50 Meter lang und 1,25 Meter hoch gekauft. Das war schon allein der Transport her für mich alleine sehr, sehr schwierig. Aber legen wir mal los. Bevor wir jetzt die ganze Werkstatt auseinanderbauen, schneide ich mal ein Stück von der langen Platte ab. Das ist ja 2,50 Meter lang und das schneide ich mir jetzt auf 34 cm Breite. Die Bretter sind aus dem Weg und jetzt fangen wir an, das Ganze erstmal wegzuräumen, damit ich Platz bekomme und anschließend auseinanderzubauen. Das soll es erstmal gewesen sein mit dem Abbauen. Jetzt baue ich als nächstes die ganze Wand ab. Dazu muss ich natürlich ein paar Schrauben lösen und das sieht dann so aus. Jetzt habe ich ja hier oben meine Absauganlage, die läuft rüber. Die ist eigentlich für die Tischkreissäge für oben drauf abzusaugen. Und hier unten ist der Schieber. Und das soll jetzt, das war vorher hier vorne, das soll jetzt ganz hier hinten an die Wand. Und damit haben wir das hier auch schon mal erledigt. Ja, leider sind durch einen technischen Defekt die Aufbauvideos irgendwo verschwunden. Das ist extrem ärgerlich. Ich zeige euch aber trotzdem mal nachher, wie das Ganze jetzt aussieht. Das letzte Teil schraube ich auch noch zusammen. Das sind Module, das sind alles 3 Einzelteile insgesamt mit einer unteren durchgehenden Platte. Und das letzte Teil schraube ich mit euch jetzt mal hier zusammen dran. Der Schrank besteht aus 5 einzelnen, oder ja, 5 großen und einem kleinen Modul, was man gerade hier sieht, das schmale. So sieht der ganze Schrank jetzt aus und auf diese Module sollen dann die Apothekerschränke da reingebaut werden. Da das ganze Dach schräg nach hier runterfällt, war ich halt gezwungen, den Schrank in 3 Etagen
unterschiedlich hoch halt hier reinzubauen. Das hier unten ist eine durchgehende Platte und wie gesagt oben das sind 3 Einzelteile, die ich dann so zusammengeschraubt habe. In diesem schmalen Modul habe ich meine Absauganlage, die hier oben von der Decke kommt, eingebaut. Und da bauen wir noch was ganz Spezielles hin vorne. Das ist also kein vergeudeter Platz. Die Apothekerauszüge mache ich mit solchen Vollauszügen. Ich verlinke euch das mal unten drunter in der Beschreibung. Das sind 300 mm, also 30 cm lang. Und Vollauszüge heißt, dass sie auch 30 cm rauskommen. Und die schraube ich jetzt jeweils unten rechts und links. Und einen werde ich wahrscheinlich, jetzt weiß ich, auf der Seite oder auf der Seite oben machen, um das Ganze, dass das nicht so kippt. Und das schraube ich jetzt mal hier an. Die Auszüge können übrigens ein Gewicht jeder einzelne von 80 Kilo tragen. Also 80 Kilo, denke ich, werde ich hier nicht drin nicht zusammenbekommen, aber besser ist das auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt hier einen Winkel gemacht, um die obere Schiene festzumachen. Und das schrauben wir mal hier dran. Dann habe ich mir jetzt hier 2 schmale Holzstreifen aus demselben Material, die sind 2 cm hoch gemacht und ein Brett geschnitten, was genau dazwischen passt. So, und dieses Brett werde ich jetzt mal hier an den Ecken, wenn ich diese Bretter mal anschrauben. So, im Moment verarbeite ich alles, was ich so an etwas größeren Resten habe. Das ist jetzt eine 10 oder 12 mm dicke Platte. Das ist das Unterteil und das hier kommt als Rückwand da dran. Jetzt muss ich die Rückwand natürlich irgendwie verschrauben. Deshalb habe ich mir jetzt mal hier das Unterteil festgeklemmt senkrecht, lege die Platte hier oben drauf so, und verschraube das Ganze hier. Ich habe jetzt hier die Rückseite vorgebohrt und schon mal Schrauben reingemacht. Und zwar, das ist jetzt das Oberteil, das schrauben wir jetzt hier so schön drauf. Den mittleren Boden habe ich auch angezeichnet, den machen wir hier hin. Ich habe jetzt eine Schraube festgemacht und überprüfe jetzt hier mit dem Winkel, ob das Ganze auch winklig ist. So, einmal rumgedreht, das ist jetzt die Vorderseite. Und zwar will ich hier Holz sparen. Und deshalb habe ich mir diese Bretter hier geschnitten. Die kommen jetzt hier oben und hier unten hin. Weil hier kommt ja noch eine ganze Platte von der French Cleat drauf. Und das schrauben wir jetzt einfach mal fest. Um jetzt das Mittelteil hier gerade zu bekommen, lege ich mir hier einen Winkel rein. So, und damit kann ich das jetzt genau richtig anschrauben. Kleine Probe. Ja, und das schließt schön hier vorne ab. Das ist eine Linie. Und damit das hier unten nicht schleift dazwischen, habe ich jetzt hier solche Plastikteile, die ich jetzt hier drunter klemme. Und das bohren wir jetzt hier an der Seite schön fest. Ziehen das Ganze noch ein bisschen weiter raus, dass wir an die zweiten Schraube drankommen. Immer darauf achten, dass hier unten das drunter liegen bleibt, damit wir eine schöne Auflage haben und bohren es fest.
Super. Dann ziehen wir jetzt hier oben das aus und verschrauben es genauso. So, und dann kann man das von rechts und links schön beladen. Das läuft doch schön leicht. Schön. Und schließt hiermit ab, sodass ich hier eine schöne Kante bekomme, um das Brett drauf zu machen, das Ganze einigermaßen staubgeschützt dicht ist. Ich möchte ja so viel wie möglich wiederverwenden, deshalb habe ich mir hier meine alte French Cleat zurechtgeschnitten, auf dieses Maß hier 2 Schrauben reingesetzt, erstmal von außen provisorisch, und das soll hier das Ganze so dran. Das ist natürlich jetzt nur mit 2 Schrauben festgemacht. Das Ganze wird jetzt von hier innen verschraubt. Aber ich denke, so kann man sich schon mal vorstellen, was es werden soll. Hier kommt jetzt halt einfach die French Cleat rein. Und jetzt wird natürlich der ein oder andere sagen, ja, wenn du das immer rausziehst, dann fällt das Ganze runter. Hier werden wir noch eine Sicherung einbauen, aber ich denke, das kommt erst im nächsten oder übernächsten Video. Und jetzt als nächstes werde ich erst einmal, wie gesagt, hier von innen Schrauben setzen, um die Platte hier fest draufzusetzen. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Griff, um das Ganze anfassen zu können. Was fehlt, ist natürlich jetzt hier ein Griff, um das Ganze rausziehen zu können. Ich habe jetzt mal auch in meiner Restekiste, da habe ich mehrere von diesen 15 oder 16 mm dicken Buchenstäben, 14 cm lang. Und dann habe ich mir zurechtgeschnitten auch Buchenholz, das ist 7 x 4 x 21 mm oder so. Das sind halt alles Reststücke. Und das habe ich mir jetzt hier angezeichnet. Und zwar mache ich da mit dem Forstnerbohrer eine Tiefe rein. Und dann kommt das Ganze hier so hin und das gibt dann den Griff. Ich bohre das gerade mal. So sieht das Ganze dann aus. Das ist auch wunderschön, das passt auch hier drauf. Und ich habe gerade von hier aus 2 Löcher reingebohrt, damit ich von der anderen Seite sehen kann, wo ich die Schrauben reinmachen muss. Jetzt ist natürlich genau, die Schrauben sind hier in Höhe von dem Brett. Also muss ich das vordere Brett abschrauben, den Griff dran machen und dann das Brett wieder dran machen. Hätte man sich sparen können, beim nächsten Mal weiß ich, erst Griff, dann Brett drauf machen. Ich hatte ja eben von hier oben die Löcher durchgebohrt, wo der Griff hier oben dran kommen soll. Setze den schön mittig und bohre jetzt von unten das Ganze durch. Und zwar so, dass das hier genau in der Mitte von dem Holz rauskommt. So, dadurch habe ich jetzt hier kleine Löcher drin, die bohre ich einfach tiefer und kann jetzt schön hier auf der Platte von unten die Schrauben durchdrehen. Bringen wir das ganze Teil wieder an. So, und damit haben wir dann hier unten auch schon einen Griff für das Ganze rein und rauszufahren. Ich verschraube jetzt noch von innen die Platte. Und dann habe ich noch was Schönes entdeckt, und zwar hier zwischen diesen beiden Brettern ist ja ein Spalt. Moment, wo sind wir hier? Kann man das sehen? Da ist ja ein breiter Spalt, der 15 mm breit ist. Ich habe jetzt hier unten drunter einen Eimer stehen. Falls hier mal Dreck drin sein sollte, kann man das einfach darüber kehren und durch das Loch fällt das unten direkt in den Eimer rein. Und man hat, dadurch, dass man hier diese Kante hat, kann man das prima sauber halten.
zweites Modul. So, Modul Nummer 3. Bauen wir mal provisorisch, schieben wir das da rein. So. Ja, und wie es weitergeht, ich werde diese Woche noch einiges zu tun haben. Also wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video. Ich habe noch einige, ich würde mal sagen, ganz tolle Sachen, die noch dazukommen. So bleibt mir für heute, mich nur recht herzlich zu bedanken für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Gruß, euer Jürgen.